Ja, schön, dass ihr da seid, die ihr da seid. Vorne ist noch Platz frei. Ihr seid da, wunderbar. Ihr hört, Technik läuft. Ne? Wir beide kennen uns seit 2 Wochen. Und meine Einstiegsfrage ist, was können wir als Branche von so einem Projekt wie jetzt am Cyber Valley Tübingen lernen für die Branche? Das ist mein Einstieg. Und die Frage wirst du uns beantworten. Die Frage werde ich in der nächsten halben Stunde versuchen zu beantworten. Genau. Kann man dich hören? Wunderbar, okay. Geht, kommt wunderbar, an. jetzt. Sehr gut. Also, KI trifft Beton ist das Thema. Oder was passiert, wenn smarte Technologie auf starre Strukturen trifft? Also wenn man ein Gebäude baut, was die nächsten 50 oder 100 Jahre steht und da aber irgendwie flexibel mit moderner Technik zukunftssicher sein möchte. Wir sind ein Planungsbüro, Ingenieurbüro für Medientechnik aus Stuttgart. Mein Name ist Johannes Sprondel. Ich bin Mitinhaber und Geschäftsführer bei Wireworks. Wir planen Medientechnik und betreuen Projekte von der ersten Idee bis hinten zur Installation der fertigen Anlage und sind deshalb ganz viel mit der Frage beschäftigt, was braucht es eigentlich, um eine zukunftssichere AV-Technik in ein Gebäude einzubauen und sie vorher auch zu planen. Der wichtigste Punkt am Anfang ist, man braucht eigentlich erstmal überhaupt ein Bild der Zukunft. Das heißt, man muss eine Idee haben, wo wollen wir eigentlich hin mit dem Gebäude. Ich berichte vom Projekt in Tübingen. Da hat die Cyber Valley GmbH in Kooperation mit der Universität in Tübingen ein neues Gebäude geplant. 2018 ging die Planung los und es sollte ein Gebäude entstehen für Deutschlands größten und zukunftsweisendsten Campus für KI-Forschung und Robotikentwicklung. Und das Bild der Zukunft, was die Architekten damals zum Planungsbeginn hatten, sah ungefähr so aus. Eine Vision, eine Visualisierung von einem Gebäude, wie das mal aussehen kann. Wie das für Besucher aussehen kann, wenn sie da reinkommen. Geplant war ein Gebäude mit 20 Labor und Büroflächen, mit zentralen Hörsälen, mit insgesamt 250 Sitzplätzen, mit Cafeteria, mit Seminarräumen, mit einem großen offenen Foyer. Und alles über eine zentrale Arenafläche, die man hier im Foyer sieht, auch als Gesamtkomplex bespielbar. Und ein wichtiger Punkt, der damals schon zu Beginn der Planung aufkam, war, man möchte Signalübertragung im Gebäude, im Netzwerk als AV-over-IP-Übertragung realisieren, weil man damals zumindest schon mal so eine Ahnung hatte von, das wird wohl die Zukunft und wenn wir hier einen KI-Campus bauen, dann müssen wir irgendwie zukunftsfähig bleiben. Wir können es schaffen, ein Gebäude zu einem Erlebnisraum zu machen, wenn wir vom Ende her denken. Wir müssen uns also als allererstes, bevor wir mit irgendeiner Planung oder mit irgendeinem Bau anfangen, ja fragen, wie wird dieses Gebäude nachher genutzt? Wie soll die Technik, die da drin ist, also auch die AV-Technik, die im Gebäude ist, wie soll die später genutzt werden? Und erst wenn ich eine Idee von der Nutzung habe, kann ich ein Konzept entwickeln, was bedeutet es für den Betrieb, wen brauche ich, dieses Gebäude zu betreiben, wie soll der arbeiten, was soll der überwachen oder steuern können. Und erst wenn ich das definiert habe und klar ist, wie ist das Betriebskonzept fürs Gebäude, kann ich mir Gedanken über den Bauablauf an sich machen, wer muss wann was hinbauen und so weiter. Und um das tun zu können, brauche ich dann Baufirmen, brauche ich Planungsfirmen, also müssen Aufträge vergeben werden. Und um zu diesen Aufträgen zu kommen, brauche ich eine Planung. Also ich muss quasi, um ein zukunftsfähiges Gebäude bauen und planen zu können, eigentlich erstmal ganz hinten anfangen und überlegen, wie soll denn die Nutzung sein, um dann vorne mit der Planung loslegen zu können. Hier habe ich jetzt ein paar Bilder mitgebracht, was aus diesem Cyber Valley Gebäude, was dann wirklich entstanden ist. Das Gebäude ist jetzt gerade in Betrieb gegangen. Zum Wintersemester sind da jetzt die ersten Vorlesungen. Die Forschung legt auch schon los. Es ist ziemlich nah an der ursprünglichen Idee dran. Das ist das Foyer, über 4 Stockwerke hoch. Man sieht rechts und links im Erdgeschoss sind hinter diesen Glasfassaden die Hörsäle und Seminarräume. Für den Besucher
gestaltet sich das Ganze so, wenn man ins Gebäude reinläuft, alles sehr offen, sehr transparent, mit einem modernen Wegeleitsystem, was eine Kombination aus steckbaren Tafeln und einer digitalen dynamischen Anzeige ist. Also auch hier so ein bisschen die Konvergenz aus was haptischem, dauerhaftem und was digitalem, was total dynamisch und tagesaktuell sein kann. Der Blick aus dem Hörsaal gestaltet sich so in dieses Foyer raus. Ziel der Architekten war, oder das Bild der Zukunft der Architekten war damals zu sagen, wir können da eine Arenafläche schaffen im Foyer, wo man diese Glasfenster, diese Trennwand auch aufklappen kann und dann wie auf einer Tribüne im Hörsaal sitzen kann und da rausschauen kann. Deshalb verschwindet auch die Tafel, von der man jetzt nur die Säulen, die Pylonen sehen kann, kann oben in der Decke verschwinden, dass man da die Möglichkeit hat, rauszuschauen. Und dann kann das Ganze zusammengeschaltet werden und Veranstaltungen, die im Foyer stattfinden, können dann auch aus den Hörsälen und Seminarräumen und auch aus allen anderen Räumen im Gebäude auch digital verfolgt werden, also per Bild- und Tonübertragung. Ein Konferenzraum, der flexibel entweder als Konferenzraum oder auch als Hörsaal genutzt werden kann, mit loser Bestuhlung und alle Medientechnik, AV-Technik, die eingebaut ist, möglichst flexibel und so, dass alle Nutzungen, alle Bestuhlungsszenarien möglich sind. Dann gibt es in dem Gebäude auch noch Besprechungsräume, wo auch die höchste Forderung letztendlich war, es möglichst flexibel zu bauen. Was macht jetzt aber so ein Gebäude, wo ich relativ wenig Möglichkeiten habe, das Gebäude selber flexibel zu machen, weil der Beton ist starr, eine Faltwand kann ich noch zur Seite falten, aber da hört es beim Gebäude eigentlich schon auf. Was macht dieses Gebäude flexibel? Am Ende ist es vor allem erstmal das Netzwerk, was im Gebäude drinne steckt. Ich brauche ein Netzwerk, was alles verbindet, an allen Stellen für alle beteiligten Geräte und dann habe ich in diesem Netzwerk die Möglichkeit, sehr flexibel zu reagieren. Für uns hat es am Planungsbeginn bedeutet, uns zu fragen, wie will man denn eigentlich in 5 oder 6 Jahren, wenn dieses Gebäude dann wirklich in Betrieb geht, wie will man dann dieses Gebäude betreiben und die Medientechnik da eigentlich überwachen, monitoren, servicen. Will ich dann wirklich noch, wenn irgendwo ein Bild ausfällt oder ein Ton nicht geht, als Medientechniker meine Turnschuhe anziehen müssen und hinlaufen müssen, um da irgendwas zu reparieren? Oder ist nicht eigentlich in Zukunft die Idee eine bisschen andere? Nämlich das Ganze zentral überwachen zu können und im Netzwerk zu sehen, was da eigentlich passiert. Unsere Annahme war also eben, es wird künftig so oder so alles im Netzwerk passieren, also müssen wir auch die Medientechnik dahin bringen, dass wir sie im Netzwerk überwachen und eben auch betreiben können. Ein ITler würde ja im Leben nicht auf die Idee kommen, in jedem Büro, in jedem Konferenzraum sich irgendeine neue Installation auszudenken, hier die eine Hardware einzusetzen, im anderen Raum eine andere Hardware, in jedem Raum eine eigene Anlage konzipieren und sich dann überlegen, wie betreibe ich das. Bei den ITlern ist die Richtung total klar, es muss alles möglichst einheitlich sein, einheitliche Hardware, einheitliches Netzwerk, einheitliches Betriebskonzept. Und das bringt dann natürlich viele Vorteile mit sich. Zum Beispiel, wenn ich IP-basiert übertrage, dann ist es nur noch eine Frage der Konfiguration, wo passiert welcher Dienst, in welchem Raum soll der vielleicht nicht verfügbar sein. Ich kann es zentral monitoren, ich kann auch Predictive Maintenance machen, also ich sehe quasi, bevor ein Fehler beim Nutzer auftaucht, schon, dass sich da was anbahnt, dass irgendwas nicht rund läuft und kann Geräte austauschen oder Service-Updates machen, bevor wirklich Fehler beim Nutzer auftreten. Führt dazu, dass man am Ende auch einen effizienteren Personaleinsatz fahren kann, weil halt zum Beispiel ein Medientechnik-Mitarbeiter 100 Hörsäle oder 100 Besprechungsräume alleine überwachen kann, weil er eben nicht mehr in jeden Raum reinlaufen muss. Es gibt also viele Möglichkeiten, wenn die ganze Installation auf Netzwerkbasis konzipiert ist. Das hat für uns dann auch bedeutet, dass in der Gebäudekonzeption, und das ist jetzt der Punkt, wo es eben darüber hinausgeht, über die AV-Technik, dass wir in der Gebäudetechnik ja entweder
Die IT baut eine strukturierte Verkabelung für die grüne Seite der Netzwerktechnik. Da gibt es Stockwerksverteiler, da gibt es Gebäudeverteiler und von da wird strukturiert verkabelt in alle Räume rein. Entweder bauen wir für unsere Medientechnik, wenn wir da ein Netzwerk machen wollen, unser eigenes rotes Netzwerk, was aber eigentlich ein bisschen widersinnig ist. Oder man denkt die ganze Geschichte so, nämlich es gibt ja sowieso eine gebäudeweite Netzwerkinfrastruktur mit Kabeln, die überall hinlaufen und die Medientechnik ist am Ende nur noch ein Dienst von vielen, neben Telefon und Türüberwachung und Internet und was auch immer. Es war also klar, wir müssen eigentlich in diese Richtung kommen. Der Ansatz zu sagen, Medientechnik ist konsequent netzwerkbasiert, bringt ein paar Vorteile mit sich, nämlich Flexibilität. Ich kann endlos skalieren, weil wenn ich das Netzwerk mal habe, dann ist da schnell auch ein weiterer Raum mit derselben Technik ergänzt. Ich habe dadurch also eine große Zukunftssicherheit. Ich kann im Zweifelsfall sogar ein neues Gebäude nebendran stellen. Ich kann den ganzen Campus erweitern und immer bin ich in meinem Netzwerk und kann dieses Netzwerk um eine Wabe nach der anderen erweitern. Es hat aber auch ein paar andere Konsequenzen, die vielleicht nicht nur Vorteile sind, nämlich man muss sich an gewisse Standards halten. Es hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Betriebskosten und die Gesamtkosten, Total Cost of Ownership. Also bei der Frage, wie hoch ist die Investition am Anfang, die Technik anzuschaffen, hört es ja nicht auf. Es geht ja weiter, was kostet das Ganze dann im Betrieb? Und wenn ich Systeme in einem Netzwerk betreibe, führt es dazu, dass die Kosten eher in den Betrieb oder ein Teil der Kosten eher in den Betrieb sich verlagert. Also die Anfangsinvestition vielleicht erstmal ein bisschen niedriger ist, ich dafür später aber Softwarelizenzen oder was auch immer brauche, was dann regelmäßige Betriebskosten sind. Muss man einfach beachten. Und ein ganz großes Thema, was hier der Vorredner auf der Bühne ja war, Thema Cyber Security. Damit muss man sich dann natürlich als Medientechniker plötzlich auch auseinandersetzen. Das ist ein Punkt, den wir bisher als Branche so eher nicht auf dem Schirm hatten. Aber natürlich, wenn wir sagen, wir wollen unsere Medientechnik im Netzwerk betreiben, dann müssen wir uns auch über Cyber Security Gedanken machen und können das nicht einfach so zur Seite wischen. Das Ende vom Lied ist aber, dass unser Gebäude, also in diesem Fall jetzt hier das Cyber Valley in Tübingen oder auch jedes andere, was man so plant, nicht nur zukunftsfähig dasteht und ein funktionierendes Netzwerk hat, sondern dass auch alles, was jetzt in den letzten Monaten ja erst schon wieder aufgepoppt ist, was vor 5 Jahren noch gar nicht absehbar war mit dem Thema KI und es gibt neue Anwendungen in der KI und die drängen ja jetzt auch mit Macht Stück für Stück in den Medientechnikmarkt, sei es Speech-to-Text-Geschichten, die es schon länger gibt, automatisierter Bildschnitt, oder Noise Cancelling, Audiounterdrückung, Selektion und so weiter. Da gibt es ja an vielen Punkten kommen da Themen auch aus der KI jetzt. Und wir können, glaube ich, mit Stolz sagen, dass dieses Gebäude auf jeden Fall KI-ready ist und egal, was da kommt, irgendwie wird man es umgesetzt kriegen, weil, und das ist die Grundlage, wir von Anfang an dafür gesorgt haben, dass wir ein funktionierendes Netzwerk haben und die gesamte Medientechnik konsequent dieses Netzwerk auch bespielen kann. Das heißt, wir können mit diesem Ansatz natürlich auch dafür sorgen, dem Nutzer vielleicht die Angst zu nehmen, ob das Gebäude, was er sich jetzt da hinstellt, eigentlich zukunftstauglich und zukunftsfähig ist. Neben einem funktionierenden Netzwerk und einem Bild der Zukunft ist der dritte Punkt, den es braucht, aber auch mehr Miteinander von AV und IT. Es wird ja schon länger, dieses Stichwort der Konvergenz von AV-Branche und IT ist ja überall zu hören. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen oder sich klar zu machen, dass wir sprechen von Konvergenz und nicht von einer Fusion. Konvergenz heißt, da wächst was zusammen, das ist ein Prozess, man muss sich aufeinander einstellen. Das kann auch mal holprig sein oder irgendwelche Rückschritte geben oder es gibt Erkenntnisse, wo man feststellt, da funktioniert es vielleicht doch nicht so gut zusammen. Anders als eine Fusion, wo man einfach zusammengeht und dann wird nicht mehr drüber geredet. Also wir sprechen über eine Konvergenz und da holpert es noch an vielen Stellen, aber das sind auch Chancen, besser zu werden und voneinander zu lernen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus dem Projekt in Tübingen, was diese Konvergenz im praktischen Alltag genau heißt.
Wir sind losmarschiert am Anfang und haben eben diese Annahme geäußert, künftig wird alles Netzwerk sein. Wir wollen ein AV-over-IP-Netzwerk für die Medientechnik haben. Damit sind wir zur zentralen IT von der Universität marschiert und haben gesagt, hätten wir gern, könnt ihr das? Und dann hat die IT geantwortet, ja klar, kein Problem, wir können alles. Wir haben hier Bandbreite, wir sind die Universität, Bandbreite ist überhaupt kein Thema. Was braucht ihr denn noch so? Dann haben wir gesagt, ja, Bandbreite, schön, ist super, brauchen wir. Quality of Service wäre noch ganz nett, PTPv2 wäre vielleicht ein Thema. Da antwortet die IT drauf, ja, kriegen wir alles hin, aber das mit dem PTPv2, das braucht kein Mensch, wir sind ITler, wir wissen, was ihr braucht. PTPv2 braucht ihr nicht. Haben wir gesagt, ja, schwierig, weil, wie wir alle wissen, brauchen wir es halt, wenn wir wirklich ernsthaft AV over IP machen wollen, fürs Video oder auch für einen Dante, natürlich da irgendwas mit Timing, was besser funktioniert, als es jetzt in so einem normalen Büronetzwerk üblicherweise Standard ist. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben mit unseren Netzwerkexperten den IT-Lern von der Uni erklärt, warum wir eben doch diese Anforderungen haben, die wir haben, was das für einen Sinn macht, was die Abhängigkeiten sind. Und nachdem wir miteinander geredet haben, haben die es dann auch verstanden, haben dann selber auch die Herausforderung angenommen, sind dann auch an die Hersteller herangetreten, an die entsprechenden und haben die gechallenged und gesagt, wir haben hier Standard-Switche, können wir die nicht zertifizieren, dass die für das, was wir da machen wollen, dann auch funktionieren. Und am Ende, nachdem quasi die Hochschule, wir als Fachplaner, die Hersteller und auch der Systemintegrator da miteinander am Tisch saßen und es gemeinsam geregelt haben, haben wir es geschafft und können mit Stolz sagen, wir haben wahrscheinlich als eine der ersten Hochschulen es hingekriegt, ein AV-over-IP-Netzwerk in einem Standard-Hochschulnetzwerk mit Standard-Hardware aufzusetzen. Es war ein holpriger Weg, aber ich glaube, oder wir bei Wireworks glauben, das wird in Zukunft öfter nötig und sinnvoll sein und den Weg wird man auf jeden Fall weitergehen müssen oder sollte man auf jeden Fall weitergehen. Was sonst auch noch so passiert oder ein weiteres Beispiel ist, was wir festgestellt haben, ist, die Medientechnik und die IT sind bisher zwei verschiedene Welten. Medientechniker kommen eher aus dem Rock'n'Roll. Die ITler haben schon mindestens 20 Jahre Historie von genau so machen wir es. So ist die weltweite Standardisierung. Wir haben einen Massenmarkt mit Milliarden Geräten und das zusammenzubringen ist manchmal auch spaßig. Wir haben ein Mikrofon installiert im Netzwerk und dann hat die IT in ihr Netzwerk geguckt und gesagt, was ist denn da los? Da ist ja ein Datenverkehr, selbst wenn Nacht ist und der Raum zu ist und keiner drin ist, das kann ja gar nicht sein. Was macht denn eure Medientechnik in meinem Netzwerk? Da haben wir genauer hingeguckt und festgestellt, wenn ich ein Dante-sprechendes Mikrofon in ein Netzwerk hänge, dann ruft es halt erstmal, wie man das so macht, hallo, ich bin da. Und wenn keiner antwortet, fragt es nochmal, wer noch so da ist. Teilt vielleicht auch noch mit, dass gerade überhaupt nichts mitzuteilen ist. Also es ist so ein bisschen wie bei einer NTV-Schalte, wo alle halbe Stunde vom Pilotenstreik berichtet wird, dass der Streik gar keine Auswirkungen hat. Oder ja, also Fazit ist, die Medientechnik müsste oder könnte in Zukunft durchaus noch ein bisschen salonfähiger werden, was die IT-Welt angeht. Ich sage immer, medientechnische Geräte sind in einem Netzwerk so ein bisschen wie ein Rocker, der in seinen löchrigen Jeans auf eine Cocktailparty kommt und zwar viel Lust und Laune zum Feiern mitbringt, aber sich für die Etikette, die auf der Cocktailparty gilt, dann vielleicht doch noch nicht so richtig vorbereitet hat. Und diesen Weg, ich glaube, das ist die Herausforderung für die Branche auf der Herstellerseite, dass da auch die AV-Geräte lernen, was haben weltweite Netzwerkplayer wie HP und Cisco und wie sie alle heißen für Standards und was gelten für Netzwerkbetrieb generell für Standards, um da ein bisschen mehr Cocktailparty tauglich zu werden und eben nicht als der Rocker aufzufallen mit der löchrigen Jeans. Wir können also, oder wir müssen und wir können, es ist eine Chance und eine Herausforderung gleichzeitig, den AV-Betrieb wie ITler denken, müssen uns da an entsprechende Regeln halten, können aber dann eben auch von der Standardisierung profitieren.
Das bringt aber auch mit sich, dass wir als AVler natürlich verstehen müssen, was sind die Bedürfnisse der IT, warum sind die so und dass man da eben auch drauf eingehen muss. Und letztendlich, wenn wir mit offenem Visier und ergebnisorientiert miteinander sprechen, kommen wir eben auch dahin, dass die ITler dann auch unsere Anforderungen verstehen können. Jetzt habe ich gerade viel von Partybeispiel gesprochen. Am Ende ist es ja doch so, dass wir eben alle irgendwie aus der Partywelt, Eventwelt, Veranstaltung und Rock'n'Roll kommen und Medientechnik ja schon das Gewerk ist, was am Ende die Emotionen ins Gebäude bringt. Oder Medientechnik, wenn man sich mal klar macht, wer am Bau alles beteiligt ist, da sind Elektrogewerke und Heizung, Lüftung, Sanitär und alles Mögliche und die Medientechnik auch als ein Gewerk im Gebäude. Und wir sind das einzige Gewerk von allen diesen, das es schaffen kann, dass das Gebäude zum Nutzer spricht. Der Elektriker baut Schalter, da kann der Nutzer draufdrücken und dann passiert irgendwas im Gebäude. Und der Lüftungsplaner baut irgendeinen Sensor, der vielleicht merkt, ist es jetzt warm oder kalt und dann reguliert er die Heizung entsprechend. Aber das Gewerk, was es schafft, dass das Gebäude Ton und Bild und Emotionen zum Nutzer bringt und dass der Nutzer am Ende mit einer Gänsehaut da rausgeht, das sind ja wir als AV-Techniker. Das heißt, am Ende ist für uns als Planer auch immer wichtig, in so einem Projekt das Erlebnis im Raum in den Mittelpunkt zu stellen und vor allem die anderen Planungsgewerke, also Architekten und die anderen TGA-Planer auch dazu zu kriegen, dieses Erlebnis mit zu unterstützen. Wenn man das mal ganz konsequent von Anfang an ins Zentrum der ganzen Planung stellt, also wenn die AV-Technik quasi der Ausgangs- und Endpunkt der gesamten Planung ist, was dann passiert oder was man dann erreichen kann, kann man in Las Vegas sehen. Wenn jetzt gleich das Video losläuft, das 4 in Las Vegas ist wahrscheinlich jedem aus der Branche ein Begriff. Das ist ja quasi der Inbegriff eines Gebäudes, was nur für die Medientechnik gebaut ist oder was um die Medientechnik herum gebaut ist. Also da ist es mal ganz andersrum als sonst im Bauprozess. Da steht die Medientechnik im Fokus und es macht natürlich einen enormen Wumms und enorme Emotionen. Also das ist quasi das Nonplusultra, wo man hinkommen kann, wenn man Gebäudeplanung und AV-Planung wirklich ganzheitlich und zusammendenkt. Die Projektrealität im Moment sieht dann meistens oft doch eher so aus, wie auf diesem Bild zu sehen ist. Der Architekt baut ein schönes 3D-Modell in der Planung. Dann kommen wir und zeichnen in das 3D-Modell an allen möglichen Punkten LED-Wände oder Displays und Lautsprecher und Kameras und Deckenmikrofone und alles Mögliche ein, um die Anforderungen vom Nutzer an die Medientechnik zu erfüllen. Und dann kommt es mit roten und blauen Kreuzen durchgestrichen zurück, weil der Architekt sagt, das Deckenmikrofon, das stört da die zentrale Lichtlinie und die Kameras müssen weg, die sind hässlich und diese schwarze Fläche da vorne, die ist mir eigentlich auch viel zu groß, können wir die nicht an die Seite machen und halb so klein. So sieht es im Moment in der Realität oft in Projekten aus, die wir haben, aber wir sehen es so ein bisschen als unsere Mission oder Herausforderung an, da auch ein Bewusstsein zu schaffen bei Architekten, bei anderen Planungskollegen und zu sagen, nein, AV-Technik ist ja nicht nur ein Hängepunkt im Raum, der stört, sondern AV-Technik ist das, was dazu führt, dass der Raum Emotionen transportieren kann oder dass eben das Gebäude oder der Raum auch so, wie er genutzt werden soll, genutzt werden kann und seine Funktion wirklich erfüllen kann. Also da können wir uns als Branche durchaus ein bisschen mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein leisten gegenüber Architekten und anderen Fachdisziplinen. Dass das gut auch in einem Bestand funktionieren kann, kann man an diesem Beispiel hier sehen. Da ist Medientechnik in ein denkmalgeschütztes Gebäude integriert. Wer findet sie? Ich löse mal auf, weil der Christoph schon aufsteht. Wir haben da einiges versteckt. Also wenn man das zusammen mit dem Architekten mit Maß und sinnvoll angeht und vernünftig plant, kann man Medientechnik auch so verstecken, dass sie gut funktioniert und trotzdem schön aussieht. Ein weiteres Beispiel, wo uns das gut gelungen ist, war das Kongresszentrum in Heidelberg. Da ist man gestartet mit, wir bauen ein großes Tagungszentrum.
dann war der Beton gegossen und nicht mehr veränderbar. Wir haben aber, dann kam die Pandemie und es kam plötzlich die zusätzliche Anforderung dazu, jetzt muss dieses Tagungszentrum nicht nur Präsenzveranstaltungen können, sondern es muss auch Hybridveranstaltungen können. Wir haben es geschafft, weil es sinnvoll konzipiert war, im laufenden Planungsprozess und als der Beton schon stand, Übertragungstechnik, Aufzeichnungstechnik für Hybridveranstaltungen nachzurüsten. Und als dann die erste Veranstaltung im Raum war, kam als neue Anforderung, jetzt wäre es eigentlich ganz schick, man könnte hier auch Konzerte machen, weil das Konzerthaus der Stadt jetzt parallel saniert wird und man einen Ausweichsaal braucht. Großer Betonsaal und auf Sprache aber optimiert ist eher erstmal schwierig. Dann hat es aber die AV-Technik möglich gemacht, mit einem Verhallungssystem aus diesem eigentlich Kongresssaal dann doch auch wieder einen Konzertsaal zu machen. Also das nur als Beispiel, wie, wenn man es von Anfang an richtig denkt, auch die Zukunftsflexibilität oder Zukunftsfähigkeit durch die AV-Technik durchaus sichergestellt werden kann in einem Gebäude, was eigentlich Beton ist, der die nächsten 100 Jahre unverändert so stehen bleibt und wo Kupferleitungen drin liegen, die auch die nächsten 50 Jahre so drin bleiben und sich eigentlich nicht mehr verändern wollen oder es ein Riesenaufwand ist, die nachträglich verändern zu müssen. Also die AV-Technik macht es möglich, zukunftsfähig, zukunftstauglich, KI-ready zu sein, wenn man sie von Anfang an richtig im Planungsprozess mitdenkt und nicht erst hinterher, wenn das Gebäude schon steht, auf die Idee kommt, da bräuchte man mal noch was. Zusammengefasst kann man also sagen, man braucht ein gemeinsames Bild der Zukunft, ein Netzwerk, was alles verbindet und mehr Miteinander von AV und IT. Das sind so die 3 Punkte, die es braucht, um ein starres Betongebäude zukunftsfähig und KI-ready zu machen und die Möglichkeit zu haben, mit der Medientechnik am Ende auch Emotionen im Gebäude transportieren zu können. Herzlichen Dank. Genau, ihr nehmt vorweg, was ich sagen wollte. Es braucht auf jeden Fall erstmal Applaus für dich. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es Fragen? Ich sage mal, es kann fast gar nicht sein. Alles restlos beantwortet. Das, was, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Das, was dich und dein Vorredner Tim verbindet, ist vom Ende her denken. Ja, wie schaffen wir das, wenn wir Gebäude planen, so eine Profession wie die deine zu Beginn des Prozesses zu setzen? Weil du hast es ja in einer Folie gezeigt, dass du sagst, und eigentlich braucht es die Fachplanung ganz, ganz vorne. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegt die Branche das hin? Ja, ich glaube, da ist vor allem wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, ein Bewusstsein bei Auftraggebern und anderen Beteiligten, die früher in den Projekten sind, also bei Architekten und Projektsteuerern und Projektentwicklern, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eben möglichst früh der richtige Zeitpunkt ist, auch die AV-Technik als Gewerk wahrzunehmen und mit einzubinden und eben nicht erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ja, weil feste Gebäude zu verändern, ist ja immer so ein Ding. Du hast das vorhin ja auch gezeigt mit dieser Folie, wo grün und rot war, mit diesen Kabeln, wo diese beiden Netze ineinander greifen. Vielen Dank, lieber Johannes. Gerne, hat Spaß. Du bist wo zu finden heute noch? Wir sind hier unterwegs in beiden Hallen. Man findet ja das weiße Hemd. Das weiße Hemd ist immer da. Vielen, vielen Dank. Nochmal einen Applaus für dich. Schwarz. Vielen, vielen Dank, lieber Johannes.